Es ist Zeit, den in Bosnien und Herzegowina gestrandeten Menschen zu helfen. Das ist ein Aufruf an die bosnisch-herzegowinische, kroatische und gesamteuropäische Öffentlichkeit. Wir, die Unterzeichnerinnen dieses Aufrufs, wollen unsere Unmut und unsere Bedauern über die verheerende Situation ausdrücken, in der sich Menschen in Lipa bei Bihać, Bosnien-Herzegowina befinden, die seit Monaten in provisorischen Lagern untergebracht sind. Es ist eine menschenunwürdige, dramatische Situation. Aktuell harren 700 Geflüchtete in Lipa aus. Die Perspektive tausender weiterer Personen in der Grenzregion ist ungewiss. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Die Note dieser Menschen verschlagen uns den Atem. Einige von uns sind auch einmal Kriegsflüchtlinge gewesen. Wir verurteilen den Hass, den jene Politikerinnen und Bürgerinnen verbreiten, die gegen Migrantinnen hetzen. Wir verurteilen die Gewalt, die den Geflüchteten in Kroatien von der Grenzpolizei angetan wird, mit den sogenannten Pushbacks, die gegen kroatisches und europäisches Asylrecht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Werden die Migrantinnen immer wieder zurück nach Bosnien und Herzegowina getrieben. Wir verurteilen die Zuständige in der EU, die vor den Pushbacks wissen und diese stillschweigend hinnehmen. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Nicht nur Gesetze, auch das ganze einfache Gebot der Menschlichkeit verlangt von uns, dass wir uns gegen die menschenunwürdige Behandlung von Migrantinnen in Bosnien-Herzegowina sowie in Kroatien aussprechen. Sudbin Music, ein bosnischer Überlebender des Lagers Trnopolje, warnt: Die aktuelle Situation der Migrantinnen könnten sich bald von einer Agonie in eine beispiellose Tragödie verwandeln. Deshalb fordern wir all die Menschen, die an die Idee eines demokratischen und vereinten Europas glauben, auf: Emport euch! Mischt euch ein! Die Geflüchteten brauchen dringend sichere und menschwürdige Unterkunft und medizinische Versorgung. Wir fordern das sofortige Ende der Gewalt an der Grenze zur EU sowie das Angestehen europäischer Mitschuld und Verantwortung. Wir fordern das sofortige Ende der Gewalt an der Grenze zur EU sowie das Angestehen europäischer Mitschuld und Verantwortung. Kroatien muss das Völkerrecht achten und das europäische Recht an der Grenze anwenden. Die EU-Grundrechtscharta und die Flüchtlingskonvention verpflichtet die EU zu gerechten Asylverfahren an ihre Außengrenzen. Wir fordern, dass den Gestrandeten auf der Balkanroute dieses Asylverfahren ermöglicht wird.
Wir alle, die an Europa und an die Menschlichkeit glauben, müssen jetzt gemeinsam aufstehen und das Schweigen beenden. Wir wehren uns dagegen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist.